Hallo, wir sind Ole Und Lena. und wir wohnen hier auf dem Hausboot. Ja, kommt mal rein, dann zeige ich euch, wie das hier aussieht. Los geht's. Die Wohnungssuche in Hamburg hat sich relativ schwierig gestaltet. Irgendwo nach einer Schnapsidee von meiner Mutter ist das Hausboot dann ins Spiel gekommen. Wo ich noch gar nicht so dafür war und dachte, das ist völliger Blödsinn. Aber ja, wie ich dann so bin, lässt mich das dann nicht los, der Gedanke. Und dann im Internet habe ich das dann gefunden, diesen super Rumpf. Und dann zum Schrottwert auch relativ schnell gekauft. Also das war wie so eine Bauruine hier drauf. Also der Rumpf war auch von oben und unten eigentlich Bauruine. Bei der Überführung dieses wunderschönen Schnäppchens kam halt direkt das Wasser überall rein. Deswegen musste das auch relativ schnell wieder aus dem Wasser raus. Und dann haben wir einen Liegeplatz gesucht und durch Zufall am Lagerfeuer halt von dem Hafen hier erfahren. Und dass der vorige Betreiber halt so langsam in Rente möchte. Als das Hausboot entstanden ist, waren Jill und ich noch kinderlos und noch nicht verheiratet. Und ja, wie das nun manchmal so ist, funktioniert das dann irgendwann nicht mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass jetzt in der Konstellation mit Lena wir eine ziemlich vorbildliche Patchwork-Geschichte führen. Wir kommen aus demselben Dorf ursprünglich, haben uns einige Jahre nicht gesehen und dann in Hamburg wieder getroffen. Und somit wohnte Ole natürlich schon hier auf dem Hausboot und ich bin dazugekommen. Conny. Mein Vater hat irgendwie als Hobby gehabt, sich immer irgendwelche Altbauten zu kaufen und die dann zu sanieren. Und sein zweites Hobby war, mich zu wecken und mitmachen zu lassen. Und deswegen habe ich habe schon immer ein bisschen Handwerk gemacht, also eher Heimwerk damals. Und ja, durfte aber selber nichts machen, deswegen hat es mich umso mehr angespornt, dann irgendwie meine Projekte selbst zu verwirklichen. Und es ist praktisch, du kannst alles bauen, was wir brauchen. Ich habe einfach losgelegt und dann festgestellt, okay, wir haben eigentlich Glück gehabt, dass die ganzen Stürme nichts passiert ist und das nicht einfach zusammengefallen ist. Und jetzt habe ich es halt irgendwann mal alles wieder aufgerissen und nochmal gemacht. Ja, die Dielen sind ein bisschen rustikal und haben teilweise ein bisschen große Fugen, weil ich nicht genug davon hatte. Die habe ich mal aus einem Bauernhaus in meinem Nachbardorf rausgerissen mit 12 und dann erst mal eingelagert bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Und ja, dann sind sie hier tatsächlich noch mal reingekommen. Der Winter ist tatsächlich spannend, es ist sehr kalt. Wenn man 2, 3 Tage mal nicht hier ist und nicht geheizt hat, dann hat man schon mal 7 bis 10 Grad hier drin. Das ist dann wirklich sehr kalt. Da möchte ich jetzt aber direkt mal gegen anreden, weil in einem normalen Haus, wenn du nicht heizt, ist auch kalt, ne? Ich mag das Rustikale hier, wie es im Hausboot schon auch war, als ich kam. Und da haben wir Glück und denselben Geschmack. Da Das finde ich auch tatsächlich erstaunlich. kommen wir uns nicht in die Quere. Ja, den Tisch, den habe ich selbst gebaut aus Resten von einem der Leute, die hier ihre Boote ausbauen wollten. Und dann habe ich am Ende noch so Restabschnitte bekommen. Deswegen ist es ein sehr dünner Tisch geworden. Hier wird alles aus Schrott gebaut und das war ursprünglich mal von diesem rustikalen Aufbau, der hier auf dem Hausboot war das einer der Querbalken und der wurde umfunktioniert als Lampe. Als wir das Hausboot gekauft haben, war hier halt so eine Art Fachwerkschuppen. Also es waren einfach nur Fachwerkbalken und zusammengefallenes Dach und ein paar alte Holzfenster. Und das ist ein Teil davon. Mein Vater ist ja zur See gefahren. Und der erste Heuerschein ist da halt was Besonderes, ne? Wenn man dann aus Bayern, wo wir merken, nach Hamburg fährt und anheuert und dann das erste Mal aufs Schiff fährt. Und das ist der erste Heuerschein. Und das Meer ist schon eine Vorliebe, würde ich sagen. Und Wasser generell. Also wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich immer Wasser. Ich finde, die Dusche reicht. Ja, mit den Gitarren ist genauso wie mit der Seefahrt. Mein Vater hat auch schon Musik gemacht. Entsprechend habe ich einige Gitarren geerbt. Und ja, eigentlich Schlagzeuger gewesen. Ich mache aber
öfter mal hier, wenn alle Fernsehen gucken, dann setze ich mich daneben und spiele Gitarre. Alle lieben's. Und ich bringe gerne die Kinder ins Bett und dann spiele ich denen auch was vor. Ole ist ein Chaot, das braucht man nicht kleinreden. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es immer mal wieder chaotisch ist. Und Ole ist aber auch so, dass er mir einen eigenen kleinen Raum geschaffen hat, wo ich mich entspannen kann und wo immer Ordnung ist. Es gibt so gewisse Sachen, die dürfen nie wieder weg. So wie diese Garderoben, die ich schon längst ausgetauscht hätte, weil die Haken so spitz sind, dass immer Löcher in die Jacken reinkommen. Aber habe ich nur mal mit meiner Tochter gebaut. Das wird dafür immer hängen. Ja, man muss sich mit dem Wasser ein bisschen was einfallen lassen und mit dem Abwasser, weil das Wasser ja nicht automatisch in die Kanalisation fließt. Das heißt, man muss hochpumpen, teilweise 3 Meter, damit es überhaupt hier vom Boot an Land kommt. Und ja, da fängt es schon mal an, damit das Frost ein Problem ist, weil die Leitungen gerne einfrieren im Winter, weil die ja nicht eingegraben sind wie an Land, sondern überirdisch liegen. Das machen wir mittlerweile mit so einer Dachrinnenheizung und ein bisschen Isolierung, die dann regelmäßig auch kaputt geht und da muss man dann noch vorbei. Aber hat sich einiges gebessert in den letzten 13 Jahren. Der Ausblick am Morgen ist unbezahlbar schön. Die Sonne geht dort auf und es ist wirklich ein schönes Aufwachen. Das ist eines meiner wichtigsten Dinge, die ich besitze tatsächlich. Mein Bruder wird sich jetzt sehr freuen, liebe Grüße. Der hat mir die einmal zu Weihnachten geschenkt. Denn das ist ja eine Requisite aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Und genau, den habe ich sehr gemocht. Und mein Bruder wusste das und der hat mir die geschenkt. Die ist mir sehr wichtig. Und die hat jetzt hier auf dem Hausboot neben dem Bett einen neuen Platz gefunden. So, ich zeige mal den Rest vom Hafen. Bis später. Bis später. Selbstständig bin ich auch nur geworden, weil ich kein Studium fertig gemacht habe und nicht so richtig wusste, was ich mit meiner Ausbildung als Matrose machen soll. Ja, und das ist ja immer das Problem, wenn man so die Frage gestellt bekommt, was machst du eigentlich beruflich? Und man dann eigentlich sagen würde, alles. Ja, es ist hier relativ entspannt, würde ich sagen, für die Bootsszene. Also wir sind jetzt nicht gerade ordentlich. Wir sind eher ein bisschen chaotisch und das hat ja auch für manche Leute zumindest ein bisschen Charme. Das Problem ist, wenn du so einen Hafen übernimmst, dann hast du auf einmal unglaublich viel Platz. Und dann sammelt man Boote plötzlich. Und ich habe mich gerade erst von ganz vielen getrennt, auch wenn man es nicht glaubt. Aber die neuesten Projekte sind die beiden Boote hier. Das Projekt wollte ich eigentlich gar nicht kaufen. Also ich habe eigentlich die Barkasse gekauft. Und die stand auf so einem Gelände, was geräumt werden musste. Und dann habe ich das quasi dazu bekommen als Beiboot. Und das ist halt so super, weil das unten unglaublich viel Tiefgang hat und ganz viel Platz, wo man Technik reinmachen kann. Deswegen wird das ein Tiny House. Der Sommer ist halt der Knaller, ne? Man wacht morgens auf und die Sonne geht genau da auf. Und das ist einfach total cool. Man kann hier aus dem Fenster springen. Die Kinder lieben es hier, haben hier halt irgendwo wirklich, glaube ich, den coolsten Spielplatz, den ich mir hätte vorstellen können zumindest. Wir sind genau zwischen Lüneburg und Hamburg in Winsen an der Luhe. Theoretisch sind wir nur 400 Meter von Hamburg weg. Wir sind relativ dicht an der Elbe, also gleich im Nachbardorf ist das Ilmenau-Sperrwerk und da geht's auf die Elbe raus. Der Hafen hat ja nicht nur die Wasserseite, sondern es gehört ja auch noch ein ganzes Stück Land dazu. Ja, das kann ich euch mal zeigen. Ja, das war ursprünglich mal so eine Art Vereinsraum, ist aber ja kein Verein. Entsprechend war das so, wenn mal Weihnachtsfeier oder irgendwas gemacht wurde, wurde das hier drin gemacht. Und im Zuge meiner Trennung habe ich mir das halt ausgebaut, damit ich da drin wohnen kann.
Ich mache hier Emotionsgastronomie. Das habe ich neu ins Leben gerufen. Das heißt, wenn meine Emotionen es zulassen, dass ich Gastronomie mache, dann mache ich auf. Also auch jetzt nicht wirklich eine professionelle Gastronomie, sondern mit öligen Fingern hole ich das Bier aus dem Kühlschrank und repariere zwischendurch noch einen Motor und dann backe ich eine Pizza. Dafür ziehe ich aber Handschuhe an. Ja, Rasmus ist auch wieder so ein eBay-Fund. Also ich bin ja schon sehr früh gesegelt und ich hatte früher mal einen Schwertzugvogel, Linnekuhl. Und seitdem träume ich von diesem Boot. Und das habe ich jetzt gerade gefunden für ein Apfel und ein Ei. Und ja, das ist Rasmus, das nächste Projekt. Ein Schwertzugvogel. Meine Kinder freuen sich auch schon. Ich brauche immer ein bisschen Action dabei. Genau, aber eigentlich bin ich nicht so der Wassertyp und wäre viel lieber auf dem Berg. In so einer Hütte und irgendwo ein Wasserfall vielleicht, und das wäre okay. Genau, hat sich aber alles so ergeben. Das war mal der Treckerschuppen. Und dann wollte ich das mal ausbauen, damit mein Vater da einziehen kann. Das ist leider nichts mehr geworden. Und jetzt haben wir da noch eine fertige Bude, die hier auf dem Hof steht. Genau, kann ich euch ja mal zeigen, wenn ihr wollt. Damit ich meinen Vater ein bisschen pflegen kann, Richtung Ende sollte das halt seine Unterkunft werden. Und habe gedacht, das ist schön praktisch und dann sucht man noch eine Pflegekraft. Aber ja, das ist, bevor ich es fertig gekriegt habe, ist er gestorben und dann war das auch ewig lange so eine halbfertige, also wirklich komplett Ruhebaustelle, wo ich dann auch gedacht habe, da sehe ich jetzt keinen Sinn weiterzumachen. Genau, und jetzt kommt irgendwie noch mal ein bisschen mehr Energie bei mir zurück und deswegen habe ich es dann noch mal weitergemacht. Das ist alles so ein bisschen Resteverwertung bei mir. Also die Treppe ist aus rostigem Stahl gebaut. Man hat halt irgendwo so einen Plan, wie das Ganze aussehen soll. Und dann fängt man an und stellt fest, irgendwie habe ich gar nicht so Bock, das jetzt so fein zu machen. Und dann macht man es ein bisschen anders und dann wird es irgendwie so ein Happening. Und so sind die meisten Sachen bei mir. Also sie funktionieren und ich baue auch solide und man muss keine Angst haben, dass man irgendwo damit jetzt zusammenbricht, zum Beispiel mit der Treppe oder so. Ja, das hier ist halt einfach komplett mit Klo und Dusche und so weiter eine Unterkunft, wo Freunde drin sein können oder von denen die Familien sich mal irgendwo gegen Trinkgeld reinpacken. Ja, das ist das Tiny House, was nicht so richtig tiny ist, aber gibt mittlerweile auch noch ein paar mehr Übernachtungsmöglichkeiten. Ich habe gleich 2 Bauwagen gekauft und dachte, jetzt geht's los, baue ich schön um. Und habe in diese Hartfaserplatten, also das ist nur mit so ganz dünnen Platten verkleidet gewesen, abgebaut und gedacht, okay, wenn ich das jetzt ordentlich mache und so ökologisch stemmen, wie ich mir das vorstelle, da ist ja einfach was neu zu bauen. Deswegen habe ich einfach einen Bauwagen gebaut. Aber das ist hier tatsächlich, ist das hier so eins meiner Lieblingsprojekte, weil das hier einfach so unglaublich gemütlich ist. Und deswegen ist das hier auch ständig von der Familie belegt, weil die hier drin übernachten. Jeder möchte in den Bauwagen. Ich wusste genau, was ich da für ein Sideboard haben möchte und deswegen habe ich die dann auch selber gebaut. Habe mir tatsächlich aber vorher bei eBay Kleinanzeigen noch für 10 € von der Form was Ähnliches geholt und habe dann einfach nur die Schubladenauszüge und so weiter von dem Ding übernommen. Aber ich wollte es halt so in Dunkel haben, in Teak. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir eine Wandfarbe ausgesucht habe. Und das so im Kombi. Ich finde, das ist so schnicke. Ja, meine ersten 3 Jahre Selbstständigkeit habe ich alles in meinem VW-Bus gehabt und musste da drin alles bauen. Und das ist halt das Schöne hier. Ich habe jetzt eine eigene Werkstatt mit einer richtig großen Säge und Licht und vielleicht irgendwann auch mal eine Heizung. Und tatsächlich bin ich gelernter Schiffsmechaniker. Das ist so eine Mischung. Früher gab es Matrose und Motormann. Also Matrose war der an Deck ist, Motormann der unten in der Maschine, im Maschinenraum. Und das wurde zusammengelegt. Und jetzt bin ich, ja, wie gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes, könnte man sagen. Aber ich glaube, ich habe tatsächlich auch mehr zu Hause bei meinem Vater gelernt als irgendwo auf dem Schiff, muss ich dazu sagen.
Ja, hier nebenan war eigentlich immer mein Materiallager. Das habe ich jetzt outgesourced in einen Container. Ich sag's ja, hier ist gefährlich. Und ich mache ja gerne Musik. Und deswegen ist das hier jetzt alles zum Proberaum umgebaut worden. Und ich bin am liebsten, mache ich Musik eigentlich. Ich würde am liebsten den ganzen Tag Musik machen. Ja, dann würde ich das immer wieder machen. Ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen, weil das hier alles, wie gesagt, das ist hier nichts mit Plan entstanden. Das ist irgendwo alles aus der Not raus. Ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen, weil ich genauso planlos durch die Gegend rennen würde. Aber eigentlich ist es ja mega schön. Und das ist hier halt so schön, weil ich einfach meine Freiheit so ein bisschen ausleben kann und auch ein bisschen Chaot sein kann. Ja, das war die Roomtour durch meinen kleinen Hafen 2. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann klickt hier und folgt unserem Kanal.